kann nie sagen, wie mein Tag läuft. Ich kann aufwachen morgens und mir geht's gut. Am nächsten Tag wache ich auf und ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Manchmal habe ich mich sehr alleingelassen gefühlt, manchmal war ich aber auch sehr wütend, weil ich gedacht habe, es muss ja irgendeine Diagnose geben. Wäre ich nicht operiert worden an dem Tag, hätte es sein können, dass ich gestorben wäre. Hi, ich bin Anne und ich bin 31. Also tatsächlich hat das bei mir schon sehr früh angefangen, in der Jugend, dass ich immer starke Periodenschmerzen hatte. Ich habe dann verschiedene Fachärzte aufgesucht. Wir wussten zwar, im Körper ist eine Entzündung, aber der Arzt konnte eben nicht benennen, was das für eine Entzündung ist. Manchmal habe ich mich sehr alleingelassen gefühlt, manchmal war ich aber auch sehr wütend, weil ich gedacht habe, es muss ja irgendeine Diagnose geben. Und dann hat es angefangen, 2013, dass ich extreme Darmbeschwerden bekommen habe. Und ich habe am Wochenende eigentlich wenig unternommen, weil ich immer Angst hatte, dass ich irgendwo zur Toilette muss. Also das hat dann wirklich mit der Psyche sehr, sehr viel gemacht, dass ich mich sehr isoliert habe und dadurch auch viele Freundschaften kaputt gegangen sind. Mein Mann und ich, wir wollten schwanger werden. Wir haben uns sehr gefreut, dass es dann doch sehr schnell geklappt hat. Meine Ärztin, die konnte das nicht so richtig glauben, weil man im Ultraschall nichts gesehen hat. Dann hat sie hin und her überlegt und gesagt, okay, es wäre jetzt vielleicht besser, wenn Sie mal ins Krankenhaus fahren. Nicht, dass das eben eine Eileiterschwangerschaft ist. Und dann haben sie aber gesehen, dass sich da eben nichts entwickelt. Und dann gesagt, okay, wir müssen jetzt operieren, weil es steigt ja trotzdem stetig an, das Hormon. Also muss irgendwo Schwangerschaftsgewebe sein, aber eben nicht da, wo es hingehört. Ich habe mich wirklich sehr ängstlich gefühlt, muss ich sagen. Also ich war total überfordert mit der Situation. Also ich hatte innere Blutung, weil mein Eileiter war schon gerissen. Und wäre ich nicht operiert worden an dem Tag, hätte es sein können, dass ich gestorben wäre. Die Ärztin, die mich operiert hat, hat gesagt, Frau Roth, Sie haben Endometriose. Und sie sitzt auch im Darm. Und deswegen haben Sie auch die Probleme. Endometriose ist schleimhautähnliches Gewebe, was außerhalb der Gebärmutter wachsen kann. Diese Wucherung ist hormonell aktiv. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Eisprung habe, kann es sein, dass eben die Entzündung aufflammt und dadurch Schmerzen verursacht. Es gibt ganz viele Symptome. In erster Linie sind es bei mir tatsächlich, dass die Gelenke unheimlich wehtun. Das heißt, meine Hände schwillen an, meine Füße, meine Beine sind wirklich ein einziger Schmerz. Dann ist wirklich nichts möglich. Also meine Gefühle waren, glaube ich, eine absolute Achterbahnfahrt, weil ich das überhaupt nicht glauben konnte. Ich hatte eigentlich in meinem jungen Erwachsenenalter tatsächlich nie den Wunsch, Kinder zu kriegen. Als ich die Diagnose bekommen habe, dass das eben wahrscheinlich gar nicht mehr so klappt, war für mich erstmal, oh wow. Ich wusste tatsächlich nicht, wie es dann weitergehen soll. Also ich war wirklich an einem Punkt, wo ich wirklich ziemlich am Boden war, muss ich sagen. Dabei geholfen hat mir in erster Linie natürlich mein Mann. Da bin ich ihm bis heute sehr, sehr dankbar. Ohne ihn hätte ich das auch alles nicht überstanden. Besonders an Anne bewundere ich einen starken Willen, dass egal wie beschissen irgendwas läuft, dass sie immer wieder aufsteht und trotzdem noch für andere versucht da zu sein. Also quasi das Wohl anderer über ihr eigenes stellt und das finde ich halt wirklich sehr beeindruckend. Den besten Tipp, den ich geben kann an andere Männer, ist, die Frau halt wirklich so gut es geht zu unterstützen, keine Vorwürfe zu machen, weil sie kann halt wirklich nichts dafür. Einfach so gut es geht da zu sein. Mein Alltag mit der Endometriose ist sehr zwiegespalten. Ich kann nie sagen, wie mein Tag läuft. Ich kann aufwachen morgens und mir geht's gut. Am nächsten Tag wache ich auf und ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Ich würde mir wünschen, dass natürlich die Aufklärung erstmal wesentlich besser ist, dass die Erkrankung besser erforscht wird und auch, dass natürlich das Ansehen dieser Krankheit geändert wird. Also dass es eben nicht heißt, naja, du hast halt Periodenschmerzen und dann nimmst du halt eine Ibuprofen und gut. Ich habe das große Glück gehabt, dass mir ein super Jobangebot zugekommen ist. Und zwar bin ich da Fachberaterin in den Apotheken unterwegs und coache eben Apotheken. Ich kann anderen Lebensqualität schenken und kann auch das Thema Endometriose mit aufgreifen. Und das ist natürlich ein tolles Geschenk. Und ich merke jetzt einfach, dass ich auch wirklich viel Energie habe, was zu bewegen, die Welt verändern kann mit meiner Geschichte. Und das ist natürlich ein Ziel, dass ich anderen helfen kann.